Act ein neues Album rausbringt, ist, sie stehen einem aus Promotion-Gründen gern zur Verfügung. So auch die Sparks. Um es vorwegzunehmen, so nette und geduldige Interviewpartner habe ich kaum erlebt. Die Amerikaner Ron und Russell Mael ließen sich auch nicht von Sparks-Fan und Chronist Wolfgang Makowski aus der Ruhe bringen, als der ihnen ihr Gesamtwerk auf die Knie legte. Im Gegenteil, sie waren animiert zu The History of Sparks. 1970 brachte die damals 5-köpfige Gitarrenband unter dem Namen Half Nelson ihr erstes von 18 Alben auf den amerikanischen Markt. Damals schon eigenwillig und außergewöhnlich im optischen und akustischen Ausdruck. Zwischenfrage Wolfgang, was heißt Half Nelson? What's the meaning of Half Nelson? Half Nelson, good question. Half Nelson, our original name, it's a wrestling hold. I'll demonstrate. This is a Half Nelson. Like that. Klare Antwort in Wort und Tat. Ein Begriff aus dem Ringersport. Sie sind komisch, die Gebrüder Mael. Schon damals, während der Bandzeit, standen sie im Mittelpunkt. Half Nelson war nicht erfolgreich. Sie sollten sich in Anlehnung an die Marx Brothers Sparks Brothers nennen. Sie fanden es furchtbar, aber man einigte sich auf einen Kompromiss. Die Sparks waren geboren. I think you guys are really funny, haha, and you remind me of the Marx Brothers, so why don't you change the name of the band from Half Nelson to the Sparks Brothers? And we thought that was a really terrible idea. We hated it, but we said we'll make a compromise. We'll take the Sparks part of it. 3 Alben erschienen im Ganzen mit eher weniger Erfolg in den USA. Man zog in das europäische Musikmekka London. Und es knallte. Das erste Album, produziert von Steve Winwood Bruder Muff, war gleich der Durchbruch in England und Resteuropa. Recorded this album, which is called Kimono My House. Has some very nice pictures on the back, Japanese girls on the front. And this album contained a song which is called This Town Ain't Big Enough for Both of Us, which became a really big hit especially in England, and I know a lot of places in Europe it was popular as well. Kimono My House, das Album mit der ersten erfolgreichen Single This Town Ain't Big Enough for Both of Us. Kimono the House, der Titel der 74er LP, ist ein Wortspiel. Rosemary Clooney, Gesangsstar der 50er, hatte einen Hit, Come Into My House. Je lässiger man es ausspricht, je ähnlicher wird es. Kimono My House, exakter erklärt es Russell Mael. It was done, I don't know, in the 50s in America by, who is it? Rosemary Clooney. Rosemary Clooney, and it was called Kimono My House. Kimono My Sorry, Kimono My House. I'm telling the story poorly. Kimono My House. So we were sort of making a play on words of that song, Kimono My House, and calling it Kimono My House. Do you understand? Is that clear? It's probably... We understand. Good, okay. Bad explanation of a good story. In England produzierten sie noch ein Album mit Muff Winwood und eins mit Tony Visconti. Dann zog es sie zurück in die Staaten. Sie vermissten doch den amerikanischen Lifestyle. You know, we'd had enough of the sort of English lifestyle. We still really loved the English music scene, but there were just things that were so different from living in Los Angeles that we decided that maybe we would just move back to Los Angeles. So the first album that we recorded when we moved back to America was an album that's called Big Beat. In Europa wurde es ruhiger. Dann kamen sie zurück und waren kreativer denn jemals zuvor. Dank eines Südtirolers, Giorgio Moroder, 1979. Sparks waren endgültig nur noch die beiden Brüder Ron und Russell. Die Band wurde ersetzt durch Elektronik. The band, in a certain way, with a studio. The studio became the other members of Sparks, and so then at that point, just working with Giorgio, we saw that we could work in a way that wasn't just a traditional band format, but there was more electronic in nature. Russell Mael hat diese opereske Stimme, setzt viele Stimmen übereinander. Dieser vielschichtige Gesang erinnert an Queen. Zwar hatten die Sparks bei manchen Produktionen auch denselben Ton wie Queen, aber dass sie Queen nachahmen, ist frech. Bevor Queen ihr erstes Album rausbrachten, hatten die Sparks schon derer 4. Sparks had made probably 4 albums or 5 even, well, probably 4 albums before Queen had started, and so that vocal style of stacking up a lot of vocals and having these really rich choruses, well, both bands obviously had explored that area, but page 34 of the rock and roll history book tells you that Sparks was stacking up vocals before Queen was. Zurück zu Sparks und Moroder. Ihr Album Number One in Heaven erschien 1979.
und wurde in England zur Bibel einer bestimmten Generation von Musikern, die sich auf elektronische Sounds eingeschworen haben, wie Erasure, Depeche Mode, Soft Cell. Selbst die Pet Shop Boys wurden durch die Sparks inspiriert. We did this album, which is called Number One in Heaven, and for a lot of musicians, especially in England, this album really became kind of a Bible of sorts of a certain genre of music. Sie selbst Vorbild, aber Ron Mael dagegen tut sich schwer mit eigenen musikalischen Vorbildern. Kein äußerer Einfluss war es. Irgendetwas musste getan werden, war in ihm, musste raus. Kind of comes from within, that it's just some abstract need to be doing this, and the challenge is to kind of see how far we can kind of keep pushing it. So the inspiration really, I don't think, comes so much from outside as from inside. Ganz wichtig für das Schaffen der Sparks ist neben der Musik das Artwork. Durch das gesamte Sparks-Werk zieht sich die besondere Liebe für die Covergestaltung. Es soll eben speziell sein, charaktervoll und provokativ. Yeah, well, we really think it's important that the cover artwork is just one more facet of what a band is all about, and it's a reflection of the band. So we really take pride in all the covers to make them something that we think is really just interesting and provocative, has character, and is just really special. Ron Mael, der optische Kauz der Sparks, studierte Kunst in Los Angeles, war immer schon für die Optik mitverantwortlich. Das Foto für das Terminal Jive-Album haben sie absolut verbotenerweise im berühmten englischen Kaufhaus Harrods gemacht. Wie Guerillas reingeschlichen, das Foto geschossen und wieder raus. In Harrods department store in London, and you're not allowed to take photos in Harrods, so we had to kind of do a kind of a, I don't know what you'd call it, like a guerrilla action in Harrods, and just kind of quick shoot the thing and then just leave. Das süße Sahne-Foto war Stress. Was so spontan einmalig aussieht, war der 10. Versuch. Yeah, well, this is actually very painful to do, because it looks like, well, it was just one shot, but we had to do this 10 different times. The German years. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. This real nice videos. It was a great album. We had some measure of success through the years in Germany, but we were as surprised as anybody when the track "When Do I Get to Sing My Way" was released in single, and it had become such an enormous success. Womit keiner gerechnet hatte, trotz schon gewichtiger Erfolge in Deutschland, kam erst 1994 der richtige Knaller. Gleichzeitig entsprechend der Kunstbrüder Sparks mit adäquatem Video. Nachempfunden der Kinovorschauen der 50er Jahre. Als die Sparks uns besuchten, war das Balls-Album aktuell, einmal ganz anders vom Artwork. Und das 2002-Album Little Beethoven noch gar nicht gedacht. Aber immerhin eine kleine Geschichte der Sparks, nahtlos bis ins Jahr 2000.